Die Motorradtour 2024 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Doch noch liegen einige Tage vor uns, die wir vor allem in Belfast und in Dublin verbringen werden. Und so begrüßen wir euch mit einem Grüezi, Servus und Hallo zum 6. und letzten Teil unserer Reise. Wir verlassen den Giant's Causeway und machen uns auf den Weg nach Belfast, wobei wir den einen oder anderen Stopp einlegen werden. Vor uns liegen etwa 170 Kilometer, also können wir die Fahrt entspannt angehen. In Belfast wartet ein Apartment auf uns und morgen möchten wir die Gelegenheit nutzen, die Hauptstadt Nordirlands kennenzulernen. Auch hier im Norden der Insel sind die Küsten lang, wild und einsam und laden zu langen Spaziergängen ein, wie hier an der White Park Bay. Doch wir haben heute andere Pläne. Etwas weiter im Landesinneren liegt eine weitere Sehenswürdigkeit, die durch eine TV-Serie berühmt wurde. Die majestätische Buchenallee The Dark Hedges. Spätestens seit ihrem Auftritt in Game of Thrones ist sie zu einem regelrechten Pilgerort für Fans der Serie geworden. Dass es jedoch auch andere Buchenalleen gibt, die wilder und weniger bekannt sind, zeigen diese Aufnahmen. Eine längere Pause legen wir am Tor Head ein, einer felsigen Landzunge im County Antrim. When the sun goes up, it might be the last day of you and me. You're lying next to me with heavy eyes, while I shiver inside with a heavy heart. I know what I've done. Vor Ort parken wir unser Motorrad am Fuß des kleinen Hügels und klettern über den unbefestigten Weg zur Ruine hinauf, von der aus man einen herrlichen Ausblick über die Küste genießen kann. If I could, I would bring back all the memories, not yours, only in my dreams. Oh, if I could. Der sehr starke und kalte Wind sorgt dafür, dass wir nicht allzu lange am Tor Head verweilen. Kurze Zeit später sitzen wir bereits wieder auf dem Motorrad. Jetzt geht es entlang der Küste in Richtung Belfast. Sails loose. You're lying next to me with heavy eyes, while I shiver inside with a heavy heart. I know what I've done, and time is running out for me. If I could, I would turn back time. If I could, I would take it all back. If I could, I
Wir sind kurz vor Belfast, wo wir morgen einen Ruhetag einlegen werden, um diese uns völlig unbekannte Stadt kennenzulernen. Am späten Nachmittag erreichen wir unsere Unterkunft und genießen vom Balkon aus den herrlichen Sonnenuntergang über den Dächern der Stadt. Belfast, die Hauptstadt Nordirlands und Teil des Vereinigten Königreichs Großbritannien, ist nach Dublin die zweitgrößte Stadt der irischen Insel. Zuerst zieht es uns heute ins Museum Titanic Belfast, das 2012 auf dem Gelände der ehemaligen Harland & Wolff Werft eröffnet wurde. Das Museum erzählt die Geschichte der RMS Titanic und ihrer Erbauer. Inzwischen gehört es zu den meistbesuchten Attraktionen in Belfast. Daher kann ich allen Besuchern nur empfehlen, das Museum frühmorgens zu besuchen. Gleich nebenan liegt das Museumsschiff SS Nomadic, ein ehemaliges Tenderschiff der White Star Line, das zur gleichen Zeit wie die Titanic erbaut wurde. Nach dem Besuch des Museums zieht es uns in die Innenstadt. Von der Spitze der Glaskuppel des Victoria Square hat man einen fantastischen Ausblick über die Stadt. Ein Besuch wert ist auch die Belfast City Hall, die 1906 fertiggestellt wurde und heute auf der Denkmalliste Nordirlands steht. Wer trendige Pubs, Bars und Restaurants sucht, ist im historischen Handelsviertel Cathedral Quarter mit seinen kopfsteingepflasterten Straßen und Lagerhäusern gut aufgehoben. Besonders den Commercial Court sollte man nicht verpassen. Es gibt jedoch unzählige großartige Pubs in Belfast. Den Tag lassen wir bei einem Bier und toller Musik im Kelly's Cellar ausklingen und freuen uns auf die morgige Fahrt nach Dublin. Am heutigen 22. Reisetag verlassen wir erst gegen Mittag Belfast und nehmen Dublin als nächstes Ziel in Angriff. Wir fahren entlang des östlichen Strangford Loch auf die Halbinsel Ards bis nach Portaferry. Danach geht es überwiegend entlang der Küste direkt nach Dublin. Auf kleinen, schmalen Straßen schlängeln wir uns durch die landwirtschaftlich geprägte Gegend, indem wir mal nach rechts und mal nach links abbiegen. Schon von weitem erblicken wir in der Ferne einen Turm, der unser Interesse weckt.
Es handelt sich um den Scrabo Tower bei Newtonards, einen 1857 erbauten Turm, der leider nicht für Besucher geöffnet ist. Kurz nach dem Dorf Roubaix erblicken wir eine Hinweistafel, die zur Eklevin Distillery führt. Da wir gut in der Zeit liegen, machen wir einen kleinen Abstecher dorthin. Bedauerlicherweise gibt es heute keine Führung durch die Distillerie, so dass uns nichts anderes übrig bleibt, als im dazugehörigen schönen Park bei Kaffee und Kuchen die Umgebung zu genießen. Gut gestärkt und erholt erreichen wir nach einer kurzen Fahrt die Kleinstadt Portaferry. Am Ende der Halbinsel Ards gibt es nur einen einzigen Weg, um auf die andere Seite des Strangford Loch zu gelangen: die Fähre von Portaferry nach Strangford. Also nehmen auch wir die Fähre und lassen uns gemütlich auf die andere Seite des Lochs fahren. Mit Baustellen und Umleitungen muss man immer rechnen. Zum Glück blieb diese die einzige auf unserer Reise. Langsam aber sicher nähern wir uns Dublin. Dort wollen wir die nächsten 3 Tage das Motorrad in eine Ecke stellen und die Stadt zu Fuß erkunden. Wir sind gespannt, was die Stadt uns bieten wird. Dublin, gelegen an der Mündung des Flusses Liffey in der Dublin Bay, ist die Hauptstadt der Republik Irland
und mit knapp 600.000 Einwohnern die größte Stadt des Landes. Hier werden wir die nächsten 3 Tage verbringen und einige Sehenswürdigkeiten besichtigen. Hier eine kleine Auswahl der von uns besuchten Orte. Dublin Castle. An der heutigen Stelle befand sich bereits im 10. Jahrhundert eine Festung. Der große kreisrunde Record Tower aus dem Jahre 1226 ist bis heute erhalten geblieben. Die übrigen Gebäude stammen überwiegend aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das Schloss befand sich bis 1922 unter britischer Verwaltung. Seitdem gehört es dem irischen Staat und wird auch heute noch für repräsentative Anlässe genutzt. Täglich finden mehrere Führungen statt, bei denen unter anderem die ehemalige königliche Kapelle und die Innenräume des Schlosses besichtigt werden können. Trinity College und Book of Kells. Das Trinity College gehört zu den renommiertesten Universitäten Europas und wurde 1592 nach den Vorbildern Oxford und Cambridge gegründet. Der historische Campus gilt als einer der schönsten der Welt und zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen an. Vor allem das Book of Kells, das berühmteste mittelalterliche Manuskript der Welt aus dem 8. oder 9. Jahrhundert mit seinen insularen Buchmalereien sowie die 1732 erbaute Bibliothek, ziehen täglich Tausende von Touristen an. Auch wenn die Bibliothek derzeit renoviert wird und im 64 Meter langen Long Room nur ein kleiner Teil der über 350.000 Bücher ausgestellt ist, lohnt sich ein Besuch. Guinness Storehouse. Guinness und Irland gehören zusammen wie die Schweiz und Schokolade. Seit 1759 braut die von Arthur Guinness gegründete Brauerei im Stadtzentrum Dublins dieses besondere Stout-Bier. Im alten Storehouse, wo früher der Fermentationsprozess durchgeführt wurde, entstand vor einigen Jahren ein modernes Museum, in dem man sich über die Geschichte und die Herstellung von Guinness informieren kann. Dachgeschoss des Gebäudes kann man in der Gravity Bar hoch über den Dächern Dublins ein köstliches Guinness genießen und die tolle Aussicht über die Stadt bewundern. Irish Whisky Museum. Wer dem Ischgabah, also dem Whisky, so zugetan ist wie wir, der darf sich das Whisky-Museum nicht entgehen lassen. In einer interessanten und unterhaltsamen Führung
erfährt man vieles über die Geschichte des irischen Whiskys, einschließlich einer kleinen Verkostung. Natürlich bietet Dublin noch viel mehr als das Gezeigte, wie zum Beispiel die Molly Malone-Statue, die auf ein altes irisches Volkslied zurückgeht. Oder The Spire, eine 120 Meter hohe Edelstahlnadel, die in der Mitte der O'Connell Street steht. Und natürlich auch die Temple Bar, das lebhafte Ausgangsviertel am Flussufer des River Liffey mit seinen unzähligen Pubs, Bars und Restaurants. Es ist klar, dass es auch uns in die Pubs zieht, um diese einzigartige Atmosphäre zu genießen. Doch alles hat irgendwann ein Ende, denn morgen bricht unser letzter Tag in Irland an. Ein letztes Guinness soll uns jedoch noch gegönnt sein, bevor wir die Insel verlassen. Reisetag 26. Unser letzter Tag auf der Insel Irland beginnt. Heute müssen wir uns von ihr verabschieden. Bevor wir jedoch zur Fähre aufbrechen, steht noch eine kleine Tour durch die Wicklow Mountains auf dem Programm. Anschließend fahren wir nach Rosslare, wo, so hoffen wir, die Fähre nach Cherbourg auf uns wartet. Die Wicklow Mountains, südlich von Dublin gelegen, überraschen mit einer besonderen Atmosphäre. Diese einzigartige Gebirgslandschaft inspirierte Dichter, Maler und auch Filmemacher. So wurden hier Filme wie Braveheart, Barry Lyndon und The Green Knight gedreht. Mit fast 23.000 Hektar ist der Wicklow Mountains National Park der größte Nationalpark Irlands. An fast jeder Kurve bietet sich ein wunderbarer Ausblick auf diese in verschiedenen Brauntönen leuchtende Landschaft.
befinden uns auf dem wunderschönen Sally Gap Drive, der eigentlich Military Road heißt und nach der irischen Rebellion im Jahre 1798 von der britischen Armee erbaut wurde. Der Sally Gap selbst ist im Wesentlichen ein Straßenknotenpunkt, umgeben von herrlichen Ausblicken auf die umliegenden Moore und Berge. Neben dem bereits gezeigten kleinen See Loch Tay sind die kleinen McNass-Wasserfälle eine der vielen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. Hier gibt es noch viel mehr zu entdecken. Doch in Rosslare wartet eine Fähre auf uns, die pünktlich ablegen wird. Vor uns liegt der Hafen von Rosslare und am Quai liegt bereits unsere Fähre. Unsere Tage hier in Irland sind nun endgültig vorbei. Es ist Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen, während wir an Bord der Fähre gehen und die Insel hinter uns lassen. Ohne An- und Rückfahrt haben wir auf der Insel etwas mehr als 4000 Kilometer zurückgelegt. Dabei nehmen wir eine Fülle bleibender Erinnerungen und Eindrücke mit. Und dennoch haben wir nur einen Bruchteil des Landes kennengelernt. Irland hat nicht nur unsere hohen Erwartungen erfüllt, sondern sie sogar übertroffen. Kurz gesagt, Irland muss man gesehen und erlebt haben. Unsere Fähre hat bereits den Hafen verlassen. An dieser Stelle möchten wir es nicht versäumen, uns bei euch allen da draußen ganz herzlich für die vielen Likes und Kommentare zu bedanken. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um nicht die nächsten Touren zu verpassen. So, das war's. Wir sagen Tschüss, oder wie es hier in Irland heißt, Slán go Fóill.